Continue. Okay. Gut, wunderbar. Ja, zurück zur ersten Frage. Soll ich sie nochmal wiederholen oder sollen wir direkt? Ja, wir können direkt anfangen. Also diese drei oder vier Bereiche, die Sie gerade erwähnt haben, also Chirurgie, Innere Medizin, Naturheilverfahren, Promotion in der Krebstherapie, hat mit dem Cannabis-Thema oder mit dem Einstieg in das Cannabis-Thema nichts zu tun, weil das ist meine Vergangenheit sozusagen. Ich war früher Arzt im Krankenhaus und habe eben diese Disziplin bearbeitet. Und dann bin ich krank geworden 1990 und erst seit Ende 1993 befasse ich mich mit Cannabis als Medizin. Das heißt, meine ärztliche Vorbildung hat mit meinem Interesse an dem Thema wenig zu tun. Ich bin eigentlich ganz anders hingekommen über Bekannte, über ein Buch. Und ja, das hat also mit meiner früheren Arbeitszeit nichts zu tun. Okay. In der Enquete-Kommission des Bundestages zum Thema Cannabis als hochwirksames Arzneimittel haben Sie sich als Sachverständiger zur Aufklärung in der Sachlage der politischen Meinungsbildung in der Sachlage zur politischen Meinungsbildung beigetragen. Wie lange hat es gedauert, bis sich die Politik in der Bundesrepublik mit dem Thema Legalisierung auseinandergesetzt hat? Ja, man muss da sicherlich zwei Sachen unterscheiden. Einmal ist die Möglichkeit der Verwendung von Cannabis für medizinische Zwecke und das andere ist die generelle Legalisierung. Also ich befasse mich mit dem Thema seit Ende 1993, also jetzt seit fast 30 Jahren. Damals gab es, also Mitte der 90er Jahre, gab es keinerlei Kenntnisse zum Thema Cannabis in Deutschland. Es gab irgendwie, das war einfach kein Thema. Ja, und ich habe gesehen, dass es ein Thema werden kann, weil ich habe das Potenzial gesehen, das in dieser Cannabispflanze steckt. Und deswegen habe ich 1997 mein erstes Buch rausgebracht in Deutsch. Wir haben 1997 die Arbeitsgemeinschaft Cannabis als Medizin in Deutschland gegründet. Und da haben wir angefangen, Informationen zu sammeln, Informationen weiterzugeben, Patienten zu informieren, Ärzte zu informieren, mit Journalisten zu sprechen, mit der Politik zu sprechen, um da Schritte zu finden, dass die Möglichkeit der Verwendung von Cannabis in Deutschland möglich wird. Und 1998 wurde zum ersten Mal der Cannabis-Wirkstoff Dronabinol verschreibungsfähig, also das THC wurde verschreibungsfähig, war allerdings sehr teuer und musste vom Patienten selbst bezahlt werden, sodass es nach und nach weitere Verbesserungen gab, dass immer mehr Menschen cannabisbasierte Medikamente medizinisch nutzen konnten. Und das wurde auch relativ schnell in der breiten Bevölkerung akzeptiert. Also wir haben zum Beispiel Ende der 90er Jahre die erste Umfrage gemacht durch ein Umfrageinstitut. Und die Mehrzahl der Deutschen, das waren ungefähr 65-70%, war dafür, dass Cannabis als Medizin verfügbar gemacht werden sollte. Es war selbst bei den konservativen Wählern, also bei den Wählern der CDU, CSU, waren es über 60%. Bei den Wählern der Grünen, der Linken waren es ungefähr 80%. Das heißt, in allen politischen Lagern, wenn auch mit unterschiedlichen Mehrheiten, war eine klare Befürwortung für die Nutzung von Cannabis als Medizin. Das hat uns natürlich genutzt. Und auch die Medien haben meistens recht positiv berichtet. Also es wurde meist ein Patientenschicksal aufgegriffen, der dann berichtet hat, dass ihm Cannabis sehr gut hilft. Und so ist das Thema immer weiter in die Diskussion gekommen. Und schließlich war es so weit, dass so 2015, 2016 eigentlich alle Parteien dafür waren, Cannabis in irgendeiner Form medizinisch zugänglich zu machen. Was dann ja auch geschehen ist mit 2017 mit dem Gesetz, was wir jetzt haben. Davon zu trennen muss man natürlich die Verwendung zum Freizeitkonsum, was im Grunde ein ganz anderes Thema ist. Ich habe immer gesagt, das Betäubungsmittelgesetz wurde geschaffen, um Menschen vor Schäden durch Betäubungsmittel zu schützen. Es wurde nicht geschaffen, um kranke Menschen strafrechtlich zu verfolgen. Ja, das ist also ein ganz anderer Aspekt, wenn es um Patienten geht, die das brauchen. Sie können es nicht einfach lassen. Ja, sie sind Wiederholungstäter. Ja, in Deutschland war es zum Beispiel jahrelang so, dass bei einer geringen Menge, 5, 6, 10 Gramm,
ein Strafverfahren eingestellt werden soll. Ja, das kann ein Freizeitkonsum vielleicht einfach dann machen und einstellen, den Cannabiskonsum. Aber jemand, der starke Schmerzen hat oder andere schwere Symptome, kann nicht einfach aufhören. Und er wird vielleicht wieder erwischt. Das heißt, wir haben Patienten gesehen, die ins Gefängnis gekommen sind deswegen. Ja, und das ist nicht in Ordnung. Aus heutiger Sicht würde man sagen, das ist ja unmöglich, das geht gar nicht. Wir haben immer gesagt, es ist ein Menschenrecht. Ja, also jeder Mensch auf der Welt hat ein Anrecht auf eine gute medizinische Versorgung. Und wenn diese gute medizinische Versorgung nur mit Cannabis gewährleistet werden kann, im Einzelfall, dann muss dieser Patient das bekommen können. Und sein Arzt muss darüber sprechen können, muss ihm empfehlen können, ihm das verschreiben können. Und zwar egal, wo er lebt, auf welchem Ort der Welt, egal wie das Einkommen ist, was er hat. Ja? Also er muss einfach Zugang haben zu einer Substanz, wenn sie ihm denn hilft. Und das muss natürlich ein Arzt entscheiden, ob das sinnvoll eingesetzt werden kann. Die generelle Legalisierung ist ein anderes Thema. Da geht es darum, da geht es um Freiheitsrechte, um Menschenrechte. Und das sind andere Dinge. Ja? Ein Freizeitkonsument, der irgendeine Droge konsumiert, Tabak, der kann notfalls auch damit aufhören. Ja? Oder Cannabis oder Alkohol. Er kann einfach damit aufhören. Es muss nicht unbedingt so sein. Ja? Und ein Patient kann nicht einfach sein Medikament nicht mehr einnehmen. Er kann es machen, aber es ist nicht in Ordnung, dass er leiden muss. Ja. Ja. Kommen wir zur Frage 3. Ich glaube, wir überschneiden da auch bestimmt einige Sachen. Was waren Ihrer Meinung nach die Beweggründe? Was für Schlussfolgerungen sollte die Politik in anderen Ländern, unter anderem die Türkei, daraus ziehen, dass jetzt in Deutschland diese Legalisierung stattgefunden hat? Auch die Legalisierung der Genussmittel, die wahrscheinlich in diesem Jahr auch abgeschlossen wird und dann entsprechend verabschiedet wird. Sie haben das ja eigentlich auch schon ausgeführt, die Beweggründe. Wollen Sie da noch etwas hinzufügen? Oder können wir Ich will vielleicht noch Folgendes ergänzen. Hm. Man muss Folgendes verstehen. Cannabis ist kein Medikament wie andere Medikamente. Es gibt einen Unterschied. Diese zwei wichtigsten Unterschiede sind die folgenden. Erstens, Cannabis ist für jedermann und jede Frau leicht verfügbar, wenn es nicht verboten wäre. Ja? Wenn man auf ein Medikament wartet, was in der pharmazeutischen Industrie erforscht wird, dann muss man warten, bis das Medikament auf den Markt kommt. Man hat keine Möglichkeit, daran zu kommen. Bei Cannabis ist es aber anders. Es ist eine Pflanze, die einfach wächst. Also jeder, der Tomaten anbauen kann, kann auch Cannabis anpflanzen. Ja? Und da stellt sich die Frage, mit welcher Begründung kann ich jetzt einem schwerkranken Patienten einen Zugang zu einem Medikament verweigern, was eigentlich leicht verfügbar wäre für jeden. Stellen Sie sich vor, Ihr Vater hat meinetwegen Alzheimer oder eine schwere Erkrankung und die Forschung ist gerade dabei, ein Medikament zu entwickeln, was sehr gut helfen könnte. Man hat aber noch keinen Zugang, weil es ist noch nicht auf dem Markt. Aber stellen Sie sich vor, diese Substanz würde in einer Pflanze wachsen, die Sie selbst anbauen können auf dem Balkon. Welcher Staat hat eigentlich das Recht, Ihnen zu sagen, das dürfen Sie für Ihren Vater nicht tun? Ja, das ist der eine Grund. Der zweite Grund ist der folgende. Die meisten Medikamente werden verwendet für 2, 3, 4, 5 verschiedene Erkrankungen. Und dann macht man große klinische Studien. Und wenn die beendet sind und es kommt ein Ergebnis raus, dann wird das Medikament zugelassen. Wir können Cannabis aber bei 50 oder mehr Indikationen einsetzen. Und wir müssen jahrzehntelang klinische Forschung betreiben, dass wir für alle Indikationen genug Daten haben, die eine Zulassung rechtfertigen. Was machen wir in dieser Zeit mit diesen Patienten, die davon profitieren, die es ausprobiert haben und wissen, dass es ihnen hilft? Wie lange dürfen wir sie jetzt warten lassen? Jahrelang? Jahrzehntelang? Mit welchem Recht können wir das machen als Staat oder als Gesellschaft? Ich denke, dass kein zivilisierter Staat das so weit einschränken kann, dass Patienten darunter leiden. Deswegen hat das deutsche Bundesverwaltungsgericht 2005 entschieden, dass die Verwehrung von Cannabis als Medizin grundsätzlich in Deutschland ein Verstoß gegen die körperliche Unverletzlichkeit darstellt, also ein Verstoß gegen das Grundgesetz. Und dadurch kam es zum ersten Mal zu Ausnahmeerlaubnissen für die Verwendung von Cannabis als Medizin aus der Apotheke.
das ist natürlich schon ein ziemlich langer Weg. Also wenn man über die Prohibitionszeiten nachdenkt, dass man wieder eigentlich zurückkommt zu dem, was man in der Vergangenheit, in der Geschichte der Nutzung von Cannabis und Hanf hatte, ist das natürlich dann ein großer Zeitraum, der verloren gegangen ist. Und wenn ich Sie eigentlich richtig verstehe und im Vergleich zu den anderen Interviewpartnern, also wenn ich jetzt zum Beispiel mir nochmal hervorrufe, was Dedi Meri gesagt hat, er ist schon sehr akribisch darauf aus, krankheitsspezifisch verschiedene Cannabinoidsorten zu sortieren und entsprechend auch die Anwendung, also den Forschungsbereich doch zu spezifizieren. Und vielleicht ist das auch aus dem Hintergrund der Naturheilkunde, auch der ganzheitlichen Medizin, dass Sie sagen, es ist so, dass eigentlich Cannabis im Generellen eine große Hilfe ist und man auch keine Studien braucht, was ich unterstreichen und auch, wo ich auch zustimmen kann, weil wir wissen, dass es keine Nebenwirkungen hat. Kommen wir zur 4. Frage. Vielleicht sage ich da noch was zu kurz. Ja. Ja, also, ich bin natürlich dafür, dass klinische Studien gemacht werden, um eine bessere Datenbasis zu haben. Das ist aus verschiedenen Gründen sinnvoll. Ärzte fühlen sich wohler, wenn sie das verschreiben, wenn sie wissen, es ist die Wirksamkeit nachgewiesen. Die Gesellschaft, die Politik fühlt sich wohler, wenn da ein Nachweis ist. Ja, also viele Menschen fühlen sich wohler. Und ein Wissenschaftler hat eine andere Sicht auf die Dinge als ich als Praktiker. Der Wissenschaftler sagt, ich will Wissenschaft machen, ich will Forschung betreiben. Wo wäre denn die Berechtigung des Forschers, wenn wir das nicht brauchen würden? Und meine Erfahrung in der Praxis, ich habe über 3.500 Patienten bisher behandelt mit Cannabis-Medikamenten, mit ganz verschiedenen Erkrankungen, über 50 Indikationen. Ja? Und ich habe festgestellt, dass es keine Sorte gibt, die für eine bestimmte Erkrankung am besten ist, sondern die Menschen mit den gleichen Erkrankungen profitieren von unterschiedlichen Sorten. Deswegen ist die Erforschung einer bestimmten Sorte nicht so elementar wie die Möglichkeit des Zugangs, überhaupt des Zugangs. Und wenn es auch nicht die optimale Sorte ist, vielleicht gibt es ja nach 2, 3 Jahren eine neue Sorte, die noch optimaler ist. Auch meine Patienten haben oft eine Vorliebe für bestimmte Sorten. Aber das hat ganz selten was mit der Erkrankung zu tun. Gut. Jetzt kommen wir zur Frage 4. Aus dem weiteren Verlauf der Entwicklung bis heute 2022 kann man anhand der Resonanz zu diesem Thema der medizinischen Nutzung von Cannabis ableiten, dass auf breiter Basis mehr zu diesem Thema passieren sollte. Wie könnte das aus Ihrer Warte das Mehr aussehen? Also wir brauchen mehr Forschung. Wir brauchen mehr Informationen für Ärzte, also Ärzteweiterbildung. Das Thema muss im Medizinstudium eine Rolle spielen. Also wir haben ja ein körpereigenes Endokannabinoid-System, also ein System von körpereigenen Cannabinoiden und Rezeptoren. Das müssen die Menschen erfahren, die sich damit befassen, die Apotheker, Mediziner im Studium bereits. Und ganz wichtig ist, dass man ganz nüchtern überlegt, wie kann ich mit diesem Cannabis-Dilemma, was ich eben beschrieben habe, dass es so viele verschiedene Möglichkeiten gibt, dass es leichten Zugang gibt. Wie kann ich damit umgehen als Gesellschaft, also als in der Politik, Journalist, wie auch immer? Wie kann ich das sinnvoll gestalten, dass ich meinen Bürgern Nutzen bringe und nicht Schaden bringe? Ja, ich habe das bei Dedi Meri als Matchmaker bezeichnet. Also was passt zu welchen Patienten in welcher Krankheitssituation? Es ist natürlich ein Riesenfeld und es muss wirklich viel mehr geforscht haben. Ich kann das nur unterstreichen. Frage 5. Um den Hype von CBD in der Gesellschaft die Erdung zu geben, wo sollte Ihres Wissens nach die Grenze zwischen Cannabinoid-Einnahme als Nahrungsergänzungsmittel und der medizinischen Anwendung gezogen werden? Also da gibt es einen ganz guten Vorschlag aus Australien.
Die haben gesagt, also das Gesundheitsministerium hat gesagt, alles, was unter 1 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht ist Nahrungsergänzungsmittel, ist eine leichte Wirkung. Alles, was zwischen 1 und 10 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht ist eine mittlere Dosis, eine mittlere medizinische Dosis. Und alles, was über 10 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht ist eine große Dosis. Das heißt, wenn jemand meinetwegen 60 Kilo schwer ist oder 70 Kilo schwer, dann wäre 60 bis 70 Milligramm ein Nahrungsergänzungsmittel. Zwischen 600 und 700 Milligramm wäre eine mittlere Dosis und alles darüber wäre eine hohe Dosis. Das heißt, wir würden eine niedrige Dosis verwenden, vielleicht um uns etwas zu entspannen, vielleicht ein bisschen zu schlafen oder wie auch immer leichte anxiolytische Wirkung zu haben, wie man es auch von anderen Pflanzen kennt, Baldrian, Hopfen, wie auch immer, die relativ leicht wirken. In dem Fall wäre es ein Nahrungsergänzungsmittel. Wenn wir aber in Bereiche gehen von 200, 300, 400 Milligramm, da passiert zum Beispiel eine Angstreduzierung, da passiert antidystonische Effekte, vielleicht auch leichte krebshemmende Effekte und so weiter. Und wenn wir darüber gehen, meinetwegen 700, 800, 1000 Milligramm, sind wir bei Dosen, die bei schizophrener Psychose eingesetzt wird, wo wir richtig starke medizinische Wirkungen erlangen können. Also es ist eigentlich ein Feld, wo man wirklich auch die Erfahrung haben muss und wie Sie schon gesagt haben, die medizinische Ausbildung muss eigentlich auch in dieses Feld hineingehen und gucken und auch diese Erfahrung einfach in den Wissensschatz mit einbauen zur Behandlung von Patienten mit diesen alternativen Bereichen. Kommen wir zur Frage 6. Wir haben in der Türkei jahrelang die Kampagne zur Aufklärung im Bereich Antibiotika gehabt, die vor den nicht medizinischen betreuten Einnahmen warnten. Wenn wir nun auf Deutschland schauen, was für Vorteile und Gefahren birgt die nun gesetzliche Regelung von der kontrollierten Abgabe von Cannabis als Genussmittel? Welches Beispiel setzt die Bundesrepublik als einer der größten föderal regulierten Märkte weltweit mit der Reintegration von Cannabis in der Medizin und als Genussmittel für andere Länder, besonders die Länder, die immer noch mit strengen Restriktionspositionen beziehen? Ja, also vielleicht kann ich mal einfach von mir ausgehen. Ich war am Anfang, also vor 30 Jahren, als ich angefangen habe, mich damit zu befassen, habe ich mich nur für die medizinische Verwendung eingesetzt. Ja, weil das am notwendigsten ist, dass Patienten gut versorgt werden. Und ich habe mich zum Thema Freizeitkonsum nicht geäußert, weil ich auch nicht wusste, ob das jetzt günstig für eine Gesellschaft ist oder schädlich und wie auch immer. Ja, ich wusste nicht, wer hat recht. Also wird es den Konsum unter Jugendlichen verstärken? Werden Schizophrenien werden zunehmen? Also ich konnte das am Anfang nicht genau einschätzen. Und im Laufe der Jahre habe ich mich natürlich wissenschaftlich über Jahre viele Artikel gelesen und so weiter und auch selber geschrieben und so weiter. Natürlich vor allem im Medizinbereich, aber ein Randbereich war immer auch die Frage, wie ist die Prohibition wissenschaftlich begründet und welche Gründe werden angeführt und welche Gründe werden angeführt, das aufzuheben. Ja? Und im Laufe der Jahre hat es sich bei mir so entwickelt, dass ich festgestellt habe, die Prohibition schadet mehr, als sie nutzt. Und wir haben jetzt auch ganz gute Beispiele mittlerweile. Ich habe kürzlich einen kurzen Artikel geschrieben über die Auswirkungen des Freizeitkonsums auf den Konsum von Jugendlichen in Uruguay, Kanada und USA. Also in 3 Staaten, in denen der Freizeitkonsum legalisiert wird. Und gibt keinen Hinweis, dass der Konsum unter Jugendlichen zugenommen hat. Es gibt auch keinen Hinweis, dass die Zahl der Autounfälle zugenommen hat. Es gibt auch keinen Hinweis, dass die Zahl der schizophrenen Psychosen zugenommen hat. Das heißt, diese ganzen Befürchtungen, die man immer vorgeschoben hat und hat gesagt, das kann schaden, die stimmen gar nicht. Aber was hat denn die Prohibition für Schäden? Ganz viele junge Leute, die gern Cannabis konsumieren wollen, finden das total ungerecht, dass sie das nicht dürfen, während Alkohol getrunken werden darf. Das heißt, sie verlieren den Glauben in den Staat. Sie verlieren den Glauben daran, dass der Staat vernünftig handelt. Die wissenschaftlichen Daten zeigen, die Prohibition ist Unsinn. Sie macht mehr Schaden als Nutzen. Sie kriminalisiert junge Menschen, die kriegen dann irgendwie eine Strafe und haben Schwierigkeiten, einen Arbeitsplatz zu finden und so weiter. Ja, man zerstört
viel Vertrauen, viel Zukunft und so weiter, ohne dass man irgendwie einen großen Gewinn hat. Ja, wenn die Prohibition wenigstens Vorteile hätte, aber die sind kaum zu sehen. Und das ist bei mir selber eine Entwicklung gewesen, hat Jahre gedauert. Ja, es war nicht schnell. Ja, und wenn jetzt jemand sagt, wir müssen Cannabis weiter verboten lassen, aus verschiedenen Gründen, dann braucht er vielleicht aber auch noch ein paar Jahre, um umzudenken. Ja, und andere Länder, die das jetzt vormachen, ja, wie Uruguay, Kanada, USA, also andere Länder, die es vormachen, wie zum Beispiel USA oder Kanada oder Uruguay oder auch jetzt meinetwegen Thailand, also in den verschiedenen Ländern, Marokko passiert ja einiges, also dritte Welt und auch die westliche Welt, in verschiedenen Ländern passiert etwas. Die gehen voran und sie stellen fest, alle Befürchtungen zur Prohibition, zur Aufhebung der Prohibition sind nicht eingetreten. Das erleichtert es anderen Ländern. Ja, also zum Beispiel Mitglieder des Deutschen Bundestags sind in verschiedene andere Länder gefahren, nach Kanada, USA, Uruguay, und haben dort geschaut, wie wird das denn dort umgesetzt? Was hat das für Konsequenzen? Das heißt, wir können alle jetzt voneinander lernen in diesem Prozess. Ja, wenn man jetzt irgendwo legalisiert, muss man natürlich nach 2, 3 oder 5 Jahren überprüfen, was ist denn passiert? Haben sich Befürchtungen bewahrheitet oder hat es wirklich positive Entwicklungen gegeben? In Uruguay habe ich jetzt am Wochenende in einem Artikel gelesen, hat die Zahl des illegalen Cannabiskonsums um etwa 30% abgenommen. Ja, das heißt, es gibt immer noch Schwarzmarkt, aber er ist schon reduziert. Man kann ihn noch weiter reduzieren. Ja, Schwarzmarkt bedeutet ja auch viel Schaden für eine Gesellschaft. Es bedeutet Kriminalität, organisierte Kriminalität, es bedeutet Bandenkriminalität, es bedeutet Abgleiten in andere Drogen und so weiter. Das heißt, wir haben viele Probleme durch die Prohibition. Und das muss alles genau geschaut werden, ja, beide Richtungen. Und man muss offen sein. Ja, man muss auch Veränderungen zulassen. Vielleicht werden wir in 10 Jahren sagen, wir sind zu weit gegangen, wir gehen noch mal ein bisschen Schritt zurück oder so. Ja, man muss dafür einfach offen sein. Man muss auf jeden Fall sachlich das besprechen. Ja, jeder, der Cannabis hört, hat irgendwelche Bilder in seinem Kopf. Ja, der eine denkt, oh, ganz schlimme Sache und so weiter. Ich möchte auf jeden Fall, dass mein Kind davor geschont wird. Ja. Jemand anders denkt, oh, Cannabis, oh, das lindert meine Schmerzen. Das heißt, wir haben verschiedene Bilder im Kopf und wir müssen sachlich damit umgehen, diese Themen diskutieren. Ja. Es ist, ich habe von einer Studie gelesen, die war aus Jamaika und es ging um Cannabiskonsum und der familiäre Zusammenhalt und ob Cannabis Gewalt in der Familie steigert oder ob es positive Auswirkungen hat. Und das Ergebnis der Studie war durchaus positiv. Also die ja, Erwachsenen, die Cannabis konsumierten, hatten ein wesentlich harmonischeres Familienleben als die kein Cannabis konsumierten. Es ist jetzt nicht irgendwie jetzt die Lanze für Cannabis zu brechen, aber es ist halt schon so, dass, also was viele sagen mit Peace, also es ist wirklich Peace. Man ist ein bisschen mehr befriedet, man ist auch, ich glaube, auch von der eigenen Psyche her ein bisschen entspannter und geht das Leben auch entspannter an. Und ich glaube, das ist auch dann die bessere Grundlage, um ein gesundes Leben zu führen. Aber das sind natürlich so Ansichten, da muss man die, und insbesondere hier in der Türkei, und dazu bringen, dass Positionen gewechselt werden, Positionen geändert werden, mal in die andere, die Empathie zu entwickeln, mal auch etwas aus einem anderen Blickwinkel zu sehen. Aber so weit sind wir leider noch nicht. Wir müssen da immer noch ein bisschen auf Standby sein und eigentlich bereit sein, sobald sich in der politischen Situation und in der Regierung etwas ändert, also dass man in der Judikative praktisch diese Schritte auch gehen kann. Möchten Sie was möchten Sie der KEA ans Herz legen, damit ähnliche erfolgreiche Wege wie in der Bundesrepublik auch in der Türkei gegangen werden können? Also was auf jeden Fall wichtig ist, es muss einige Menschen geben, die sich sehr gut auskennen. Ja, also die Entwicklung in Deutschland wäre nicht möglich gewesen, wenn es nicht
einige wenige Menschen, Mediziner gegeben hätte, die sich mit dem Thema sehr gut auskennen und deswegen auch etwas zu den Argumenten sagen können, zu den Befürchtungen und so weiter. Man muss wissenschaftliche Daten anführen können. Also es braucht einige Leute, die gut beraten können. Ja? Mhm. Und es braucht ein offenes Ohr. Es braucht eine Bereitschaft, haben Sie gerade schon gesagt, Positionen auch zu verändern, zu überprüfen. Ja? Immer wieder. Ja? Es ist ein permanenter Prozess. Mhm. Und dann muss man schauen, welche Verbündeten findet man. Also wer ist offen dafür? Bestimmte Journalisten vielleicht? Oder gibt es in der Politik einzelne Personen, die man überzeugen kann? Also Wissen schaffen für sich selber, also Bescheid wissen, um dann auch gute Informationen weitergeben zu können. Mhm. Die Frau Müller-Wahl meinte, es ist natürlich auch ein bisschen länderspezifisch. Also in der Türkei war natürlich auch dieses Spezifikum, dass viele, die im sogenannten Antidrogenkrieg die Cannabisproduktion in der Türkei als Finanzierung von Terror, ob es jetzt die PKK oder andere terroristische Gruppen sind, dass sie sich damit finanzieren würden. Und aus diesem Grund ist eine Legalisierung in der Türkei momentan, also Legalisierung des medizinischen Hanfes, also wo auch der THC-Gehalt über dem Standard ist, der momentan eingehalten wird. In der Türkei gibt es einen kontrollierten Anbau von Industriehanf, aber alles andere ist, also der ist doch auch sehr kontrolliert und da herrschen ehrlich gesagt auch noch viel zu viele Vorurteile gegenüber der Pflanze. Ganz zu geschweigen von dem, dass man wirklich THC-reiches bzw. medizinische Sorten anbauen könnte. Davon sind wir weit entfernt. Auf der anderen Seite gibt es natürlich aber auch noch Personen, die der Sache zugeneigt sind. Also ich glaube, der türkische Präsident hat nicht ohne aus seinen eigenen Erfahrungen zu schöpfen gesagt, man muss das ändern. Also mir ist bekannt, dass er selber zu therapeutischen Zwecken CBD nimmt und genommen hat und auch in seinem näheren Umfeld Personen das nehmen. Was aber die Gefahr ist bei einem, was Sie auch schon gesagt haben, ne? Also wenn etwas verboten ist, dann haben Sie einen unheimlich großen Schwarzmarkt und dieser Schwarzmarkt, ob es jetzt CBD-Nahrungsmittelergänzungen sind oder potentes CBD, da bekommen Sie sicherlich auch importiertes CBD, das den Qualitätsansprüchen Genüge trägt, aber auch CBD bzw. Öle, die eigentlich nichts mit Cannabisölen zu tun haben. Und das ist natürlich etwas, was wirklich Gift für das Ansehen dieser Entwicklung ist. Und ich glaube, deshalb muss man dafür sprechen, man muss Verbündete finden und ich bin eigentlich sehr froh, dass wir im internationalen Bereich sehr viele Verbündete bekommen haben und damit vielleicht auch die Forscher und Unterstützer in der Türkei auch ein bisschen aus der Deckung rufen können, damit die auch zu Wort kommen, weil das ist wichtig, dass Patienten wissen, dass sie alternative Behandlungsmöglichkeiten haben und das Recht darauf haben, das zu tun. Also wie Sie auch schon gesagt haben, es ist ein Grundrecht. Und deshalb auch, ist CARE auch eine Bewegung, die sich um die Patienten- und Menschenrechte in der Türkei im Bereich der medizinischen Behandlung kümmern möchte. Und ich hoffe mal, dass wir mit diesen Interviews ein wenig mehr dazu beitragen, dass so ein bisschen der Horizont von allen geöffnet wird, vor allem denen, die wirklich nicht die Position ändern wollen. Man muss da Ja, stetig, der Tropfen höhlt den Stein, also ständig einen Tropfen nach dem anderen fallen lassen, dass man dann wirklich irgendwann auch den Durchbruch hat. Auch hier. ja, man braucht einen langen Atem. Ja. Ja. Wir haben in Deutschland 1997 die Arbeitsgemeinschaft Cannabis als Medizin gegründet. 20 Jahre hat es gedauert, bis das Gesetz von 2017 kam. Ja, also man braucht einen langen Atem. Aber der Vorteil ist, wenn es andere Länder schon gibt, gibt es Vorbilder, was es etwas erleichtern könnte. Aber natürlich, die Türkei hat ihre eigene Geschichte, ihre eigene Kultur, ihren eigenen Rhythmus. Und das kann man schlecht voraussagen, wie sich das dann genau entwickeln wird.
Ja, wir haben leider Gottes in der Türkei, also ich bin jetzt in dem Thema seit 9 Jahren drin. Als ich in Köln noch gewohnt habe, da hatte ich irgendwie bei 2001 mir dieses Hanfbuch gekauft, dieses gelbe. Das hat erstmal so die Grundlagen geschaffen, und als das Thema wieder irgendwie zutage kam, wir haben schon so einiges bewegt, aber es muss noch wesentlich mehr passieren, damit hier bestimmte Umstellungen stattfinden. Aber wir sind schon an dem Kipppunkt angekommen, wo ich denke, dass es eigentlich nur eine Frage von bestimmten Momenten ist, dass wir in diesem Bereich Erfolge erzielen können. Ich denke auch, dass so ein Land wie Deutschland einmal auch durch die Größe der Population und auch durch die akkurate und wirklich, in Deutschland ist es so, ein amerikanischer Freund meint, die Deutschen wollen alles perfekt machen. Das ist ihr einziges Manko, dass es zu perfekt ist. Aber es ist ein sehr gutes Rollenmodell, um dann wirklich auch in andere Länder getragen zu werden. Also wenn ich mir Kanada angucke, Uruguay oder Israel möchte ich ganz auslassen, weil das sind wirklich sehr gut entwickelte Modelle. Dann muss man sagen, dass Industrieländer sicherlich da Vorreiter spielen, aber Deutschland nimmt dann schon eine ganz andere Rolle ein, und sie haben da sicherlich auch sehr vieles zu beigetragen, dass das in dieser Art und Weise vorangeschritten ist. Ja, wenn Sie noch etwas hinzuzufügen haben, würde es mich freuen. Ja, ich würde mich natürlich freuen, wenn auch in der Türkei eine Bewegung da ist, ja, die kompetent und mit Elan da vorangeht und etwas unternimmt. Wunderbar, ich freue mich. Ja, also wir haben viele Forscher, die in diesem Bereich tätig sind. Sie hatten ja auch in Ihrem internationalen Medizinverband gab es eine Publikation bzw. eine Erwähnung einer Publikation von der Medizinischen Hochschule der Universität zu Istanbul. Die Frau Bolkent und ihre Mitarbeiter haben da etwas gemacht. Da gab es dann auch eine Publikation in einer britischen Publikation. Da haben, glaube ich, 6 oder 7 türkische Wissenschaftler zu verschiedenen Cannabinoid-Behandlungsfeldern sich auch zu geäußert. Die wollen wir jetzt auch einladen, sich dazu zu äußern. Es ist, wie gesagt, es ist ein bisschen schwierig. Also da trennt sich die Spreu vom Weizen. Wer praktisch den Mut hat, sich zu äußern, und wer einfach lieber stillschweigend in seinem eigenen Kämmerlein forscht. Und ich hoffe mal, dass die Stimmen lauter werden und sich mehren. Alles Gute dabei. Vielen Dank. Yekta'cığım, buyur, sen de söz almak istiyorsan.